Deutsch lernen durch Hören. Auto-Abo. Alex ist genervt. Er hat keine Lust mehr auf das Busfahren oder Bahnfahren. Andauernd fällt etwas aus oder es kommt zu Verspätungen. Mit dem Fahrrad möchte er auch nur bei gutem Wetter fahren. Deshalb möchte er sich ein Auto kaufen. Er hat jedoch nicht genug Geld für ein neues Auto. Daher schaut er nach gebrauchten Autos. Doch auch hier findet er keine guten Angebote. In diesem Moment betritt Lukas sein Zimmer. »Hey, was machst du da?« fragt er. »Ich schaue nach Gebrauchtwagen, aber ich finde einfach kein passendes Auto.« »Hast du schon mal über ein Auto-Abo nachgedacht?« fragt ihn Lukas. Alex ist verwundert. Ein Auto-Abo kennt er nicht. Lukas erklärt ihm, was das ist. Bei einem Auto-Abo zahlt man monatlich nur einen kleinen Preis und kann das Auto trotzdem nutzen. Der Verkäufer bleibt der Eigentümer des Autos. Wenn man das Abo beendet, dann gibt man das Auto wieder an den Verkäufer zurück. Das klingt toll. So kann Alex ein neues Auto fahren, ohne viel Geld auszugeben. Er schaut online nach Angeboten. Schnell hat er einen Anbieter gefunden. Alex fährt sofort hin und schließt ein Abo ab. Er hat sich für einen neuen Golf entschieden. Monatlich zahlt er nur einige 100 Euro. Nun ist er immer mobil und kann überall hin mit dem Auto fahren. Das ist wirklich praktisch. Vielen Dank für den guten Tipp. Ich werde auch meinen anderen Freunden von dem Auto-Abo erzählen, sagt er Lukas. Lukas lacht und antwortet: Ja, super. Jetzt kannst du mich immer mit dem Auto mitnehmen, wenn wir Fußball spielen fahren. Deutsch lernen durch Hören.